Nein, der Büssing 8000 ist immer noch nicht fertig, denn anders als bei jedem neuen Nutzfahrzeug entsteht dieser LKW ja sozusagen aus dem Nichts. Wobei nichts, genau genommen, das Vorhandensein von geschichtlichen Restbeständen bedeutet, die bei Helmut Hoffmann sozusagen zur Genüge lagern, wohin das Auge auch schaut. Wer das nicht selbst gesehen hat, der glaubt es einfach nicht. Aber das waren alles einmal funktionierende Lastwagen. Vor über 70 Jahren hat der Büssing 8000 einst das Licht der Welt erblickt und wird jetzt in Oberhausen auf seine Wiedergeburt vorbereitet. Eine Trucklegende. Die Restaurierung ist echte Millimeterarbeit. Gut, dass es Vorlagen gibt, die in diesem Fall eine wertvolle Orientierungshilfe sind. Das Originalfahrerhaus stammt sogar von einem Fremdhersteller. Wir haben noch Musterfahrzeuge in unserem Bestand, natürlich Ruinen. Aber an den Ruinen können wir dann Maße abnehmen und nach den Maßen ist dieses Holzgestell gemacht worden. Und das Holzgestell, als das gefertigt war, mussten die Bleche aus einer normalen Blechplatte gefertigt werden. Und das ist natürlich eine schwierige Sache, so ein Fahrerhaus so original hinzukriegen. Aber noch ist das Originalfahrerhaus weder angepasst noch aufgesetzt, wenngleich sich alle Arbeiten in der Endphase befinden. Doch da gibt es nicht nur den wunderschönen Büssing 8000, sondern auch noch den Aufbau. Auch diese Restaurierung ist beeindruckend. Zum Einsatz kommt hier hochwertiges Segeltuch, bei dessen Zuschnitt natürlich längst an die Zukunft gedacht wurde. Die Segeltuchplane, wie man sie in den 50er Jahren verbaut hat, hat man einen gewissen Prozentsatz an Länge zugegeben, dass die passend war. Aber die war natürlich dann, wenn sie trocken war, flatterig. Und wenn sie nass war, zieht sie sich zusammen und dann kriegt man sie dann nicht zu. Deswegen musste man von vornherein eine gewisse Länge zugeben, dass die auch im Nassen passt. Der Büssing 8000 soll anlässlich eines runden Firmengeburtstages übergeben werden. Jetzt, wo sich alle Arbeiten dem Ende nähern, kommt schon ein wenig Wehmut auf. Auch bei Hubert Füst, der selbst ein bekennender Büssing-Fan ist. Wir sind ja schon mal ein bisschen hier über den Hof gefahren, ne? Da kriegt man schon mal ein Gefühl für das Auto, ne? Ist halt schade, weil jetzt ist er bald fertig und dann geht er außer Haus, ne? Und dann fängst du mit der nächsten Baustelle wieder an von vorne. Aber das ist halt so. Das gehört dazu, wenn man im Kundenauftrag restauriert. Wenn man das für sich selber macht, ist wieder was anderes. Nein, dann weiß man, das bleibt bei einem selber. Aber so ist das Leben eben, wenn man mit dem Restaurieren von alten LKW sein Geld verdient und ihnen neues Leben einhaucht. Vorbei scheint jetzt auch die lange Corona-Zeit. Wie hat sich die denn eigentlich auf das Geschäft mit den LKW-Klassikern ausgewirkt? Bei so vielen Schätzen und Schätzchen scheinen es gefühlt irgendwie kaum weniger geworden zu sein, die hier in Oberhausen stehen. Vielen ist halt auch der Gedanke gekommen in der Corona-Zeit, hör mal, ich könnte doch auch eventuell mit meiner Historie betriebsintern was anstellen. Und ja, dann sind viele halt darauf gekommen, wir möchten auch noch ein historisches Fahrzeug haben. Und da hat Corona absolut weder was Negatives oder Positives bewirkt. Im Gegenteil, ich würde sogar eher sagen, was Positives halt, weil viele Leute für sich das Hobby dann neu entdeckt haben. Natürlich hat jede Generation ihre eigenen Geschmäcker. Besonders aktuell sind gerade Lkw der NG und SK Baureihen von Mercedes-Benz. Hier kann man gerade von einem regelrechten Boom sprechen. Entscheidend aber sind tatsächlich immer die Erinnerungen der Menschen. Die älteren Fahrzeuge zum Beispiel haben sehr oft einen Bezug zur historischen Firmengeschichte halt von verschiedenen Unternehmen. Das ist dann meistens in den 50er, 60er Jahren gewesen. Nachkriegsjahre waren da sehr entscheidend, wo der Wiederaufbau stattgefunden hat. Die jüngere Generation interessiert sich meistens mehr so für die Fahrzeuge der 80er, 90er Jahre, wo dann halt auch die Kindheitserinnerungen hinterstecken, wo dann, sagen wir mal, der Sohn noch mit dem Vater zusammen am LKW unterwegs war. Und deswegen sind solche Fahrzeuge wie das im Hintergrund aktuell sehr gefragt. Doch zurück zu Helmut Hoffmann, der gerade den fertigen Anhänger für den Büssing 8000 herausfährt und dabei von einem Freund unterstützt wird. Der Anhänger ist ein Doll, ebenfalls aus den 1950er Jahren. Auch hier waren die Arbeiten komplex.
komplettes Zerlegen, Sandstrahlen und. Vor der technischen Abnahme will Helmut jetzt wissen, was der Anhänger wiegt und kommt selbst aus dem Staunen nicht mehr heraus. Dieser Anhänger wiegt jetzt 6.420 Kilo. Die heutigen Anhänger schätze ich zwischen 3,8 und 4 Tonnen. Die kommen dadurch zustande, dieser Anhänger ist 9 Meter lang, hat eine ganz andere, schwerere Bereifung und hat auch andere Stähle. Zu der Zeit, als dieser Anhänger in den 50er Jahren gebaut wurde, hatte man ST35 und heute Feinkornstähle ST52 und dadurch sind gewaltige Unterschiede. Obwohl es so aussieht, noch immer ist der Büssing 8000 nicht fertig. Jetzt wird lediglich schon mal geschaut, ob auch die eigens angefertigte Kabine passt. So war es damals nämlich auch. Solche Arbeiten wurden nicht unbedingt vom Fahrzeughersteller ausgeführt, sondern von Firmen, die lediglich die Kabinen bauten. Ja gut, ich meine, das Fahrzeug selbst ist ja wie früher bei Büssing, wenn das zu den Aufbauherstellern gebracht wurde, das Fahrgestell, Achsen, Motor, Getriebe, das war dann fahrbereit, dann kam das Fahrerhaus drauf, ab und zu auch schon mal Fahrerhäuser von anderen Herstellern wie Käsbohrer, Kögel und so weiter. Und dies ist jetzt ein originales Büssing-Fahrerhaus, was wir vorgefertigt haben, was jetzt aufgesetzt wird. Und wenn das jetzt montiert ist, werden die Verkabelungen gemacht. Und wenn Verkabelung gemacht ist, ist er soweit fertig und fahrbereit. Das war, wie gesagt, nur eine Stellprobe und auch nur für uns von Eurotransport TV. Denn jetzt kommt etwas, das hat selbst Helmut Hoffmann, und der restauriert ja schon seit Jahrzehnten klassische Lkw, noch nie gemacht. Der 150 PS starke Büssing 8000 bekommt rote Nummern und wird zu einer Probefahrt vorbereitet. Rein äußerlich wirkt er damit wie eine Art Nutzfahrzeug-Cabriolet, aber irgendwie halb fertig. In den 1950er Jahren war das nichts Ungewöhnliches. So wurden die Lastwagen nämlich tatsächlich zu den Firmen bewegt, die dann die Kabinen montierten. Damit auch alles stilecht passt, hat Helmut Hoffmann für seinen Kfz-Elektriker Dieter Morsewski und sich gleich 2 passende Motorradkappen mit Brillen organisiert. Ja, so war man damals tatsächlich als Lkw-Fahrer unterwegs. Das war damals die typische Kleidung, witterungsbedingt, kein Fahrerhaus drauf. Man war ja der freien Natur ausgesetzt. Und im Winter hat man sich natürlich noch mehr schützen müssen mit einem dicken Ledermantel und so weiter, weil die Motorradfahrer sind ja auch früher so gefahren. Und ohne Fahrerhaus kann man nicht anders fahren, als sich so zu schützen. Nun aber geht's richtig los. Die lang erwartete Probefahrt mit dem offenen Büssing 8000 in einem Oberhausener Gewerbegebiet, da wo uns keine Autofahrer stören können. Helmut ist selbst gespannt wie ein Flitzebogen und schäumt regelrecht vor Begeisterung. Ich bin erstaunt, nach fast 50 Jahren Stillstand, das Auto ist jetzt 70 Jahre alt, dass er so einwandfrei funktioniert. Bremsen, Motor, Getriebe, Achsen. Ist ja heute Morgen die erste Fahrt, die wir damit machen. Ja, ich bin zufrieden mit dem Auto. Und wie gesagt, man sieht ja, er läuft ja wunderbar. Natürlich ist das auch etwas Besonderes jetzt mal, ohne Fahrerhaus zu fahren. Mit einer Motorradkappe, wie die Autos früher überführt worden sind. Habe ich auch schon eine Ewigkeit nicht gemacht, heute das erste Mal. Finde ich ganz toll. Macht Spaß. Selbstverständlich ist Eurotransport TV dann auch mit dabei, wenn Helmut Hoffmann in ein paar Wochen den komplett restaurierten Zug aus Büssing 8000 und Anhänger das erste Mal bewegt, bevor dieser endgültig an den Kunden übergeben wird.